Als Kind habe ich mit links und mit rechts gezeichnet und habe immer die Hände abgewechselt, wenn die eine müde geworden ist. Und dann habe ich mich irgendwann für links entschieden, zum Schreiben und Zeichnen. Und alle feine Sachen mache ich jetzt mit links und alles so grobe Sachen, wie zum Beispiel mit dem Hammer einen Nagel einschlagen, mache ich mit rechts. Ich kann auch zeichnen mit dem linken Fuß. Voll. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Tanz bin. Was ist das? Ist das mein T-Shirt? Ich würde gerne extra ab und zu Sachen anlegen, die femininer sind, um den Menschen ein Fragezeichen ins Gesicht zu klatschen. Das ist so lustig. Was bist du? Und ich liebe den Blick. Wenn die Leute mich anschauen und finden so, was bist du? Das zeigt, dass ich etwas richtig mache. Yes. Es geht schon auch darum, wie sich ein Kleidungsstück so aussieht, aber es geht vor allem darum, wie es sich anfühlt, wenn ich es trage. Es ist dann wieder der erste Post, den ich gemacht habe, auf Deutsch, so ein Infoguide. Das ist mega viral gegangen. Dann habe ich gedacht, wow, okay, es fehlt deutsche Infos über Trans-Themen. Und darum habe ich angefangen, dort mehr Zeit zu investieren. Es gibt viele Leute, die haben die Energie nicht, getrauen sich nicht oder haben Angst vor Diskriminierung. Die habe ich auch, aber ich mache es halt trotzdem. Nicht einmal unbedingt für mich, sondern halt wirklich für die Zukunft. Dass in Zukunft weniger so Fragen gestellt werden. Tust du den Influencer beim Arbeiten stören? Ja, machst du gut. Die Leute haben das Gefühl, Trans hat mit Transitionieren zu tun. Mit komplett Transitionieren bis zum anderen Gender, was eben mega falsch ist. Alles, was ins Transitionieren hineingehört, ist freiwillig. Man ist trans, auch wenn man nicht den Namen ändert. Man ist trans, auch wenn man kein Hormon nimmt. Man ist trans, wenn man sagt, ich bin trans. Hi. My name is Nies, and this is my voice pre-testosterone. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich genial. Das Erste, was ich gemerkt habe, ist, dass ich mehr Energie habe, dass sich das Hormon richtig anfühlt für meinen Körper. Dass ich keine Menstruation mehr habe, die Fettverteilung, der Stimmbruch, es ist einfach alles mega gut. Bevor ich getaped habe, konnte ich es wieder noch so ein bisschen verdrängen. Und so, ja, vielleicht bin ich ja doch einfach eine Frau, die sich ein bisschen maskulin fühlt. Und solange ich nicht tape, kann ich dem aus dem Weg gehen. Und dann habe ich getaped, so, fuck, okay, das ist... ja, es war für mich klar, ich will sie abschneiden. Es war am Anfang ein bisschen schwierig. Ich musste mich zuerst ein bisschen daran gewöhnen, dass jetzt dort so 2 Narben sind. Und das Schönste daran finde ich einfach so, das können drüber fahren und es ist flach, ein T-Shirt anlegen und es ist flach. Irgendwie, keine Ahnung, einfach so, dass können da halt das anlegen, wo ich Bock habe und nicht das, was ich muss, weil ich irgendetwas verstecken muss oder so. Und jetzt, wo ich weiss, okay, ich bin trans und ich kann selber sein, kann ich auch an diesen Kernthemen arbeiten, weil ich nicht mehr verdränge, wer ich eigentlich bin. Es gibt kein Rollenbild, das mir von außen aufgezwungen wird. Ich kann machen, was ich will. Ich kann sagen, hey, es gibt so viele Sachen, die möglich sind. Hoi, Steini. Where the north wind meets the sea, there's a river full of memory. Sleep, my darling, safe and sound. For in this river all is found. Where the north wind meets the sea, there's a river full of memories.